Pastor Howard, I heard you wrote a song about something very dear to your heart, and that is abused children. Could you please sing that song to us now? Pastor Howard, ich weiß, dass Sie ein Lied geschrieben haben über ein Thema, das Ihnen sehr am Herzen liegt. Dabei geht es um missbrauchte Kinder. Würden Sie dieses Lied bitte jetzt für uns singen? If I give you a gift, would you throw it down, crush it under your feet as it falls to the ground? Or would you cherish it for the rest of your life? Well, your children are our gifts from God. That definitely next time. It is definitely prevalent. I've been reading books. Question, how do we break the cycle? By being more conscious of what we say when we speak to the children. Actually think about what we say. Man kann den Kreis brechen, wenn man sich überlegt, wie man mit den Kindern umzugehen hat, wie man mit ihnen redet. I'm not saying everything they do is right, because it's not. Ich sage nicht, dass alles, was sie tun, ist richtig, weil es ist es auf keinen Fall. See, they should be corrected. Sie sollten verbessert werden. But on the other hand, the balance is everything they do are not wrong. Aber auf der anderen Hand, es gibt einige Sachen, die sie richtig machen, einige Sachen wiederum nicht. And I will touch on this briefly. When a child is not accepted at home, wenn ein Kind nicht zu Hause akzeptiert wird, it opens the door. Öffnet es die Tür. For sexual predators. Für sexuelle predators, pedophiles. Pedophiles. Men that like sex with babies. Ach so, okay, das sind die Männer, die gerne Sex mit kleinen Kindern und Babys haben. Ja. And teenagers. Und Jugendlichen auf jeden Fall. Okay. This opens the door because children are looking for love. Weil die Kinder nach Liebe suchen. And so this is an open door. On the other hand, also deswegen öffnet es die Tür. Und auf der anderen Seite, yes, we must understand that adults have a responsibility also. Müssen wir verstehen, dass auch die Erwachsenen eine Verantwortung haben. A sexual predator, also einer, der gerne Kinder missbraucht, Jugendliche oder Teenager missbraucht. We say pedophile. We say pedophiles. But in German, I don't know. Pedophile. Pedophile, that's in German. I think so, isn't it? Pedophile. Ich weiß es nicht. Okay, you know what I mean. Amen. It is not normal for a man to crave a child. It is not normal. Es ist auf keinen Fall normal, wenn ein Mann ein kleines Kind anfasst. It is not normal. Es ist nicht normal. Okay, and so, but it can open the door. I'll tell you a story, a true story. Ich erzähle jetzt eine wahre Geschichte. So that you understand. So dass ihr alle versteht. I will speak very slowly. Deswegen werde ich extra langsam sprechen. Okay. There was a little boy. Und zwar gab es einen kleinen Jungen. Before I tell you this, let me say this. Many people have spoken to me, and I will never give their names, about being sexually abused as children. Many people. Und zwar kamen sehr viele Leute zu mir und haben gesagt, dass sie als kleine Kinder schon sexuell missbraucht wurden. Ich werde auf jeden Fall keine Namen nennen. And they are depressed. Und sie sind depressiv. Some of them, unfortunately, were suicidal. They wanted to kill themselves. Es gibt einige, die sogar Suizidmorde, also Selbstmord, machen wollten. They took drugs or alcohol. Die Drogen und Alkohol zu sich genommen haben. Because they felt unlovable. They felt dirty. They felt ashamed. Weil sie sich dreckig gefühlt haben, sie haben sich so blamiert gefühlt, sie haben sich nicht wohl in ihrer eigenen Haut gefühlt. And so before I tell this story,
I want you to know that it is a true story. And of course, I will not say the names. Deswegen, bevor ich diese Geschichte erzähle, will ich euch sagen, dass es eine wahre Geschichte ist und dass ich die Namen nicht preisgeben werde. But as a little boy, the little boy was never really loved by the father, never really accepted. Es gab einen kleinen Jungen, der war nie so richtig akzeptiert, wurde nie so richtig vom Vater akzeptiert. He did all he could to be accepted by his father. Er hat alles getan, um von seinem Vater respektiert und akzeptiert zu werden. But he would only call him dumb, stupid. You can't do anything. You're stupid. Und der Vater hat ihn immer dumm, doof genannt. Du kannst nicht, du wirst es nicht schaffen. Very close to them lived a pedophile. Und also in seiner Gegend wohnte ein Pädophil, also ein Mann, der Kinder missbraucht sozusagen. Thank you. And this man, of course, watched this. Und dieser Mann beobachtete die ganze Sache. Invited the little boy over. Hat den kleinen Jungen eingeladen zu sich nach Hause. And just sat down. Hat sich mit ihm hingesetzt. With the little boy. Mit dem kleinen Jungen. And they were looking at television. Und sie haben Fernsehen zusammengeschaut. The pedophile put his arm around the little boy. Der Mann, der die Kinder missbraucht, hat seinen Arm über den Jungen gelegt. And said, I love you. Und hat zu ihm gesagt, ich liebe dich. The little boy looked at him and said, my father never told me that. Der kleine Junge schaute den Mann an und sagte, das hat mein Vater mir nie gesagt. My father never told me this. Mein Vater hat mir sowas noch nie gesagt. And you can imagine what happened after that. Und ihr könnt euch bestimmt denken, was sich danach abgespielt hat. That is only one example of what I've heard. Das ist nur ein Beispiel, was ich gehört habe. One of the things that the children or that the adults ask me when they get older, why didn't somebody do something? Someone knew it was going on. Someone in the family knew. My mother, someone knew, but why didn't someone help me? And they are very angry because of this. Als die Missbrauchten älter geworden sind, haben sie sich gefragt, wieso keiner was gemacht hat, weil meine Mutter wusste es und andere Familienangehörige wussten es. Aber wieso hat keiner was gemacht? Unfortunately, I will say this now and say, if in fact it is going on in your family. Wenn es in deiner Familie stattfindet, wenn sowas in deiner Familie stattfindet. Say something. Sag etwas. Sometimes you have to stand alone. Manchmal muss man alleine durchs Leben gehen. And sometimes you have to be the first one to speak out. Und manchmal musst du die erste Person sein, die einfach sprechen muss. But say something. Aber sag etwas, egal wie, sag es. Stand. Steh dazu. If you have to stand alone. Auch wenn du alleine stehen musst, steh dazu. It could save a child's life. Es könnte ein Kindleben retten. Now, were there any more questions? You're doing very well. Oh, thank you, Pastor. You're welcome. Yes. Pastor Howard, I heard that you have written a song to dedicate children and teenagers that have been abused. Und und zwar haben Sie ja einen Song geschrieben, die den Kindern und den Jugendlichen, den sexuell missbrauchten Kindern und Jugendlichen gewidmet ist. Und ich wollte fragen, ob wir da vielleicht ein bisschen reinhören könnten. Okay. Gut, das freut mich. We'll be right back. I'll sing it. I put it on tape and sing it later. Is that okay? Okay, that's okay. Okay. Thank you. You're welcome. Okay. This is what I'm going to. This is what I'm my coat. Now I'm getting cold again. Hot, cold, cold, hot. Did you like it? Oh, yes, I did, Miss Pastor Howard. Thank you. You're welcome. Yes, I wrote that especially for abused children. The song it touched my heart. Es hat mich sehr berührt. Es war sehr schön und die Songtexte, die Reime, die Sie geschrieben haben, die haben mir sehr gefallen. Es hat mich sehr berührt. It touched my heart. To God be the glory.
And now let me ask you a couple of questions. Yes, you can. Speaking to that, Okay. as a teenager in the choir, Yes. you translated the question. What, I don't want this choir to be like all of, well, I don't want to say that. I want to see the teenagers and the children grow. Many of the children have been in the choir for years. I think you came when you were, and now let me ask you a couple of questions. Yes, you can. Speaking to that, Okay. as a teenager in the choir, Yes. you translated the question. What, I don't want this choir to be like all of, well, I don't want to say that. I want to see the teenagers and the children grow. Many of the children have been in the choir for years. I think you came when you were, when did you first come? You had been here? 15. 15? 15, 16. 16 years old, And my goodness. now I'm 20, so. Wow! How old are you? 20, yeah, I'm 20. Wow, that's a blessing. Thank God. Thank God. You've been in the choir a long time. So what have you learned from being in the choir? Can you translate what I Ja. said? Und zwar als Jugendlicher im Chor. Und da ich ja seit einigen Jahren schon im Chor bin, was ich in diesem Chor gelernt habe. Und zwar habe ich gelernt, sozusagen zusammenzuhalten, dass es eine Gruppe gibt, die wirklich, auch wenn sie Fehler macht, die keinen auslacht, wie Pastor schon gesagt hat, sondern die Person ermutigt, weiterzumachen, damit die Person sich innerlich auffreut und denkt, ja, ich kann es und ich werde es schaffen. Und solche Sachen bedeuten mir wirklich viel und auch der Zusammenhalt, dass wir neue Lieder lernen, dass es Spaß macht, an Konzerten aufzutreten, mitzusingen und auch andere Aktivitäten mit Pastor Howard tun. Und das sind wirklich solche Sachen, die mir wirklich auch gefallen. Deswegen bin ich auch im Chor und möchte auch noch im Chor bleiben, auf jeden Fall. We got some things coming up. Yeah, and I look forward to really working with you and your lovely sisters again in the choir. I don't have a clue what she said, but I know it was good, so I don't want to translate it. I can translate it if you want to, Pastor. No, it's okay. Okay. I know it was okay. You learned. And your sister's been in the choir, gospel choir. Let me make this clear. We say in choir, gospel. Gospel choir. Yeah, with gospel moves. Let's say that. Gospel moves. Okay. We say in choir, what kind of choir? And yes, for me, there's a difference. Yes. Totally. Right. And I really appreciate you taking time for the interview. I have so much to talk about, but we can do it again. Different information that I've learned. Now, for the Christmas concert, we had wonderful gifts for the street children in Romania. Ja, und zwar gab es auf dem Weihnachtskonzert so viele Geschenke und verschiedene Geschenke für die Straßenkinder in Rumänien. And so many people. What did you think of that? It touched my heart. Yeah, it was amazing. It was Es amazing. war wundervoll, das konnte man nicht beschreiben. Es war einfach Gänsehautgefühl und es war schön. Es hat mich sehr berührt, sehr berührt. Yeah. So many children. I saw one big box where they just wrapped the gifts so beautiful. Ich habe eine große Box gesehen, wo das Geschenk drin eingewickelt war. Es war so schön. Es war einfach schön. It was schön. Yes. Because the children were learning what? They were learning that Christmas is not just getting, it is giving. Ja, die Kinder lernen, dass also Weihnachten nicht einfach nur kriegen ist, sondern auch geben ist. Amen. Amen. And they got their gifts too. Und die haben ja auch ihre Geschenke gehabt. Did you get a gift? Yes, I did. Oh, wonderful. And then we're going to go for pizza very soon. Bald gehen wir ja sogar mit Pastor mit Pizza essen, stimmt? Yeah. Well, next week we go to the Pizza Hut. Yes. Yes. I've been reading the magazine from Caritas, Social Courage. I love that. Social courage. It takes courage, my beloved teenager, to stand up and be different. It takes courage to do that. Und zwar habe ich halt hier ein Broschürenmagazin über soziale Ermutigung, sozusagen sozialen Mut. Und es braucht auf jeden Fall auch Mut, um aufzustehen und etwas zu sagen. Yes. It takes courage to say, no, I don't want to drink alcohol. Man braucht Mut, um einfach zu sagen, nein, ich trinke keinen Alkohol. It takes courage to say, no, I really don't want to,
use drugs. No. Es braucht Mut, um zu sagen, nein, ich werde keine Drogen benutzen und ich brauche keine Drogen. It takes courage to say, no, I will not have sex out of marriage. Oh, that's a deep one. Es braucht auch Mut zu sagen, nein, ich möchte keinen Sex vor der Ehe haben. Because I read an article here, I gave it to you. Yes. Could you just read the top of it, please? Ja, und zwar geht es darum. And from what Rhein? Das ist von der Mainzer Rheinzeitung. Und vom 28.10.2005. Yeah. Es war ein Artikel über, also dass Mütter immer heutzutage jünger werden. Die Mütter werden immer jünger. Ja. Yeah. How did that touch you? The whole choir read this. Yes. And how did it, I sat down and spoke with them about this situation. Can you read just the first paragraph, please? Immer häufiger werden Mädchen ungewollt schwanger. Damit wächst auch die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche bei minderjährigen Frauen. Dieser bedenkliche Trend ist auch in Mainz feststellbar. Sie sind jung, manche von ihnen sind selbst gerade mal 13 oder 14 Jahre alt. Ja, Mütter in Mainz immer häufiger sind sie minderjährig. Das Statistische Bundesamt verzeichnet im Jahr 2004 für Rheinland-Pfalz 351 Geburten von Müttern, die selbst noch Minderjährige waren. Allein in Mainzer Kliniken sind nach Angaben des Standesamtes 20 bis 25 Kinder von Mädchen unter 18 Jahren geboren worden. Die jungen Mütter stammen aber nicht nur aus Mainz, sondern auch aus Kastell und Wiesbaden. Yes, yes. Ja. Immer younger. Why? Once again. Warum werden die Mütter immer jünger heutzutage? It is not cute, babies having babies. Es ist nicht süß, kleine Kinder zu bekommen, also in den jungen Jahren. And most of the time, Oma takes care of them. Und die meiste der Zeit passt die Oma auf die Kinder auf. The coolest team, to be cool. Um cool zu sein, also wenn man cool ist, it takes courage. Braucht man Mut, to say no. Um Nein zu sagen. If you love me, wenn du mich liebst, you can wait. Kannst du warten. Because I refuse to fall into, I have to have sex with you to show you I love you. Weil sonst müsste ich dir zeigen, dass ich dich liebe, mit dir Sex zu haben. Because pressuring someone is lust, it's not love. Ja. Saying, yes, you have to do this. If you love me, you do it. If you love me. No. If you lust me, bitteschön. Ja. Und zwar, jemanden unter Druck zu setzen, ist nicht das Richtige dafür. Das heißt, du darfst mich lieben, musst mir jetzt Sex haben und bla bla bla, das ist aber falsch. Yes. Love is not sex. Liebe ist kein Sex. Love is love. Liebe ist Liebe. Love gives. Man kann Liebe gibt man. Lust takes. Lust takes. Nimmt. Ja, Lust. Takes away. It takes what it wants. Also die Lust, genau, Entschuldigung, die Lust nimmt, was sie will. Yeah. And love und die Liebe und die gibt. And love will always wait. Liebe, die wird immer warten. Don't be pressured because your girlfriend is doing it, your boyfriend is doing it. Have courage to say no. Sei nicht unter Druck gesetzt, weil deine Freundin es tut oder dein Freund es tut. Sei mutig und sag nein. That's cool. Das ist cool. Hey! I say that's cow. That's not even cool. That's cow. That's cow. Cow. That's that homegirl talk. All right. So I'm gonna stop the program now. With that, it's cool to say, hey, no. Es ist cool, um zu sagen, hey, nein. Because babies having babies is not cute. Weil wenn Babys bekommen. That's that homegirl talk. All right. So I'm gonna stop the program now. With that, it's cool to say, hey, no. Es ist cool, um zu sagen, hey, nein. Because babies having babies is not cute. Weil wenn Babys bekommen, das ist nicht süß, auf keinen Fall. It's okay to be different. Es ist gut, verschieden zu sein. It's okay to stand up for what's right.
Es ist gut, wenn man aufsteht und dafür spricht für das, was richtig ist. You know what? I'm talking to you. You know what? What, Pastor? They may not like you. People may not like you. Es gibt Other teenagers may not like you. Es gibt verschiedene Leute, die mich wahrscheinlich nicht mögen, They talk about you. die über mich reden, They may say, I don't want to be your friend. die sagen, ich will nicht deine Freundin sein. Good. Das ist in Ordnung. Wonderful. Ja, wundervoll. But they will respect you. Aber sie werden mich respektieren. And that's it. Und das war's. The gospel moves are moving on. Let's say the gospel moves. The gospel moves are moving on. God bless you. Gott segne euch alle. Danke schön. Yeah. And I thank you very much for an excellent interview. Oh, Pastor Howard, it's okay, and thank you very much. Thank you for giving me this opportunity to interview yourself. So, thank you. Say that in German. I don't know if I could. I didn't say that in German, but I understood you. Ja, okay, ich wollte nur sagen, ich bedanke mich sehr bei Pastor Howard, dass sie die Zeit genommen hat, mir dieses wundervolle Interview zu geben. Ich habe wieder mal viel von ihr erfahren, viel von ihr gelernt. Und Gott segne sie, Gott sei mit ihr, egal wo sie ist. Amen. Amen. Thank you. And where did you say they could see this article? It's in the Mainzer Rheinzeitung. That's this one. Here, okay. And what is the date? The date is Friday, 28th of October 2005. That's in the middle. Okay. Okay. So if you want to see the article, you can see it for yourself. Okie dokie. And we will be visiting again with this beautiful teenager, super teen. And God bless you. Till next time. And now we'll have some wonderful gospel music for you. Cheers. Okay. See Bye. you. Oh, I'm sorry. Okay. What? I just wanted to say that das nächste Mal, wenn Sie wieder einschalten, gibt es schöne Gospelmusik. Und wir freuen uns alle, bald wieder so ein Interview führen zu dürfen. And God bless you. Cheers! Ooh, oh, beautiful. Excellent. You did a wonderful job as usual. Excellent. Excellent. Thank you, Pastor. You're very welcome. If I give you a gift, would you throw it down? Crush it under your feet as it falls to the ground? Or would you cherish it for the rest of your life? Well, your children are our gifts from God. Children left on the street to be used and abused, sexual objects for some, and to others a toy. No longer even safe in their own homes. But your children are our gifts from God. A gift is a thing that you cherish and love, protected